Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich wünschte, heute wäre ein Tag wie jeder andere. Ein Tag, an dem wir zur Arbeit gehen, einkaufen fahren und uns abends mit Freunden treffen. Ein Tag, an dem wir nicht darauf aufmerksam machen müssten, dass Genitalverstümmelung noch immer passiert und laut der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung sogar wieder ansteigt. Jeden Tag werden weltweit mehr als 8000 Frauen und Mädchen auf diese Art und Weise grausam verwundet, mit enormen Folgen für ihr ganzes Leben. Auch heute passiert das gerade überall auf der Welt. Das muss endlich aufhören. Wir müssen gemeinsam weiter dafür kämpfen, dass solche Eingriffe endlich Geschichte sind. Deshalb bin ich der Einladung der deutschen Betroffenenorganisation Mogis, heute zu Ihnen zu sprechen, sehr gerne gefolgt. Das Beschneidungsurteil des Kölner Landgerichts ist nun 12 Jahre alt. Die Debatte, die auf das Urteil folgte, ist in den letzten Jahren etwas leiser geworden. Die Konfliktlinien aber sind dieselben geblieben. Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Jeder und jede hat ein Recht darauf. Das gilt auch und ganz besonders für Kinder. Wie Sie sicherlich wissen, setze ich mich mit meiner Partei, der SPD, schon seit langem dafür ein, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Das würde auch den Kinderschutz und das Recht der Kinder auf ein gewaltfreies Leben und eine gewaltfreie Erziehung stärken. Wir sind weiterhin unterwegs, um Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Die Verhandlungen dazu gestalten sich allerdings schwierig. Denn um das Grundgesetz zu ändern, brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit und sind damit auch angewiesen auf die Stimmen von CDU, CSU, die hier aber nicht mitgehen will. Wir werden weiter Überzeugungsarbeit leisten, das sind wir nicht nur den Kindern in unserem Land, sondern uns allen schuldig. Die genitale Selbstbestimmung gehört unbedingt zum Kinderschutz dazu. Zu Recht steht die Beschneidung von Mädchen darum in Deutschland auch unter Strafe. Trotzdem werden auch hierzulande Mädchen Opfer dieser grausamen Menschenrechtsverletzungen mit schwerwiegenden gesundheitlichen und seelischen Folgen. In Deutschland sollen bis zu 20.000 Mädchen davon bedroht sein. Es ist deshalb dringend notwendig, noch mehr auf Präventionsarbeit setzen, wie zum Beispiel mit dem Schutzbrief, der über die Rechte gefährdeter Mädchen informiert und Eltern dabei stärkt, sich dem sozialen Druck im Heimatland zu entziehen. Und auch in der medizinischen und psychologischen Versorgung von Betroffenen müssen wir besser werden. Bei weiblicher Genitalverstümmelung herrscht 12 Jahre nach dem Kölner Urteil ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Und auch beim Thema Intersexualität sind wir weitergekommen. Seit 2021 dürfen an Kindern, deren Geschlechtsorgane von Geburt an uneindeutig sind, keine geschlechtsangleichenden Operationen mehr vorgenommen werden. Seither ist Intergeschlechtlichkeit mehr auf dem Radar und auch viel akzeptierter als noch vor ein paar Jahren. Der Konflikt bricht aber jedes Mal dort auf, wo es in den Bereich von Religion und Religionsfreiheit geht. Denn während wir uns bei Mädchen und Interpersonen weitgehend einig sind, wird es bei der Beschneidung von Jungen deutlich schwieriger. Denn die Beschneidung ist sowohl in der jüdischen als auch in der muslimischen Tradition identitätsstiftend. Wir müssen diese Debatte darum so führen, dass wir keine antisemitischen und antimuslimischen Ressentiments schüren. Das ist insbesondere jetzt in Zeiten des Gaza-Krieges besonders wichtig, wo religiöse Konflikte auch auf den Straßen der Bundesrepublik wieder aufbrechen. Das Thema Jungenbeschneidung hat ein großes Potenzial zur Polarisierung. Uns muss es darum gehen, eine solche Polarisierung zu vermeiden und das Thema mit der nötigen Sensibilität und dem nötigen Respekt zu diskutieren. Ich kann Ihnen hier und heute leider keine schnelle Lösung anbieten. Aber wir müssen mit Sensibilisierungskampagnen, Aufklärung und Information weiter hinarbeiten auf die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, die allen Kindern, Mädchen, Jungen und Kindern ohne eindeutige Geschlechtszuordnung das Recht auf körperliche Unversehrtheit garantiert. Dafür will ich gerne weiter mit Ihnen arbeiten. Vielen Dank.